So let us continue, please. Partha, can you give us some details of your musical career, of the, let's say, of teaching, and can you tell us about the musicians you played with? Well, it all started about 42 years back when I started learning the sitar at the age of 6. And since then, until this moment, I am learning from a very great maestro, very senior guru or teacher, Pandit Manoj Shankar. My guru's name is Pandit Manoj Shankar, and he's 76 years old, and he is considered one of the very senior performers and teachers of instrumental music in India. And I have been performing for the last 27 or 28 years as a professional in India and abroad. And well, I have had the privilege of performing at some of the major music festivals in India, including the Dover Lane Music Conference and Amir Khan Samaroho and other festivals also. And in the international arena, I remember my first trip abroad was in 1991 in USA and Canada. And I started coming to Europe in 1997. So these days, for many, many years now, I'm spending 6 months away from India in multiple concert tours over USA, Canada, Germany, of course, UK, France, Belgium, Austria, Italy, Luxembourg, Spain, and other countries. And I'm also teaching on my concert tours. I have students in Germany, in USA and Canada, and now on the last tour in France also, I have taught a little bit. So this is how my career has gone. And at home in India, I also teach. I've been teaching for, just as I said, 27, 28 years. And some of the celebrated musicians that I've had the privilege of knowing and playing with them, well, you can imagine that as I play sitar, my fellow or co-musician is the tabla player. So I have played with some of the greatest tabla players of India, and I should name the living legend. He's now no more. When he played with me, that was in year 2006. His name is Pandit Kishan Maharaj. There's a photograph also. There's a photograph of Pandit Kishan Maharaj, I think, on my website. Not this one. You can come down. Yeah, this is Pandit Kishan Maharaj. And at the age of 84, this living legend of tabla, who has played with the maestros Ravi Shankar, Ali Akbar, and he's of their age, he played in Calcutta in a major auditorium, and that happened to be his last performance in Calcutta. So that was a historic occasion for more than one reason. So, and the other famous celebrated tabla players that I've played with, I think you can go back. You can go further back. This is Pandit Swapan Chaudhuri. He's one of the senior most and one of the most celebrated tabla players of the present generation. And there are others. If you go further back, this is Ustad Sabir Khan, and he's played with me in India and in Middle East, in Dubai. This photograph was after a concert in Dubai. This is Pandit Anindo Chatterjee, who's played with me in India and in USA. This concert, yeah, this is the one that was in the USA, in New York, I think 2009, April. So these are some of the very famous musicians I've interacted with. And of course, my guru. It's always a great privilege to have the opportunity to perform with your teacher. And we had that photograph of my guru. I think if you go back
this is my Guru and I am learning from him, and this is the Indian tradition of touching the feet of the Guru to express your respect from him. And you can see he's sort of holding up his palm just as if to bless me. This is again my Guru in my home. He came. This is my Guru Ma, his wife. So my Guru's wife, and that is a very great moment if your Guru comes to your home. So, and I have also been teaching for many years. As I said, there is a photograph on my website where I am teaching. This is one of the major festivals in Calcutta with 5,000 people, all night session. I played in 1993, and I think if you go to my teaching, this is I'm learning from my Guru here. I am performing with my Guru in Calcutta, and if you go to that part of my website where I am teaching as a teacher, these are some of the great musicians for whom I've performed. Srimati Girija Devi, one of the senior most and one of the greatest female singers. I'm playing at her residence. And there's another photograph with Pandit Bhimsen Joshi. I think if you go back, this is felicitations from the governor of West Bengal. Go back, and this is Pandit Bhimsen Joshi, one of the greatest living vocalists of India. I was invited to perform at his home in Pune in the Western India. So actually, this is Pandit Gyan Prakash Ghosh, another living legend. And this was an occasion when he was felicitated and I performed after that. So well, these and there are many others. So these are the moments which I would like to cherish all my life. And there is a photograph of my teaching students in Calcutta. If you go to that part where I'm teaching, as we search through, this is the governor of West Bengal. These are some of my, this is the one where I'm teaching in Calcutta. You can see there is a young guy who's about 15 or 16 that time. There is a gentleman who is 70 plus. These are middle-aged students and I'm teaching. So you see, learning has no age. You can learn at any time. There is no particular age for learning. So, and our students, you will find little kids as well as people who have retired and are on pension there also. And this is, I'm explaining something to them. I think I was snapped at that moment. So this is how it's been evolving with me, and I'm really fortunate, I should say, that I'm having these opportunities to perform, to teach, well, to be in music. And the love and appreciation of people all around, all over the world, that's a great inspiration. So this is how my career has evolved. So it's our pleasure that you're here this night. I'm very happy. Indeed, I'm honored. And I would like to. We can finish now the. Well, I think it would be very interesting if you just inform the audience about the event tomorrow. That is a very, very special event, and the concept behind it, meditation and music, is very, very important. And I have had the opportunity and the honor to perform in many meditation centers and yoga centers in Europe, USA, Canada. So tomorrow it would also be very, very special. So you can say what is important about the event tomorrow. Okay, I switch over to German, if you agree. Please, Okay, dann würde ich gern in Deutsch weitermachen. Ich möchte jetzt die Veranstaltung ankündigen, die wir morgen in München haben werden, im Sahaja Yoga Zentrum in der Nähe vom Gasteig. Hier ist das Plakat. Das ist die Ankündigung dieser Veranstaltung und der Inhalt ist Musik und Meditation. Es geht dabei um eine Fusion von indischer klassischer Musik mit Sitar und Tabla mit einer sehr leicht zu erlernenden modernen Meditationstechnik, die heißt Sahaja Yoga Meditation, und da geht es im Wesentlichen darum, dass die Musik unseren Spirit berührt. Und da gibt es so ein schönes Zitat hier: Music is that which touches
touches the spirit. And after all, the spirit also is that which is touched by music. Das ist ein Zitat von Arun Apte, der auch ein Sahaja Yogi war und die PK Salve Musikakademie viele Jahre geleitet hat. Und es geht auch darum, dass durch die Musik, durch die Töne in der indischen klassischen Musik nicht nur unser Spirit berührt wird, sondern durch die Musik auch der Zustand unserer Energiezentren verbessert wird. Und das beruht auf dem Prinzip, dass alle Töne in der Musik ganz bestimmten Energiezentren in unserem feinstofflichen System zugeordnet sind, beziehungsweise diese Töne bringen unsere Energiezentren in Schwingung und dadurch wiederum können auch innere Blockaden in uns gelockert und gelöst werden. Zum Beispiel Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa. Und das ist eben das Prinzip, dass die Basis ist dafür, dass eben Musik und Meditation eine sehr gute Kombination ist. Und es geht im Sahaja Yoga im Wesentlichen um die Erweckung einer inneren Energie, die heißt Kundalini-Energie. Und diese Energie befindet sich hier am Ende der Wirbelsäule und kann erweckt werden, und durch diese Energie können wir in die innere Balance, in das innere Gleichgewicht kommen und können uns auch über dem Kopf, über dem Kronenchakra dann mit der universellen Energie verbinden. Und die Kundalini-Energie berührt auch unser Selbst, und das führt uns wiederum auch zur Selbstverwirklichung bzw. zu einem Zustand, wo wir nur mehr die innere Freude und unbedingt die Liebe in uns erfahren können. Hier gibt es ein paar Beispiele, wie diese Energie auch spürbar ist, diese Kundalini. Hier über dem Kronenchakra ist diese Energie dargestellt als tausendblättriger Lotus. Auch hier noch einmal dieser tausendblättrige Lotus. Oder auch in der Alchemie waren diese Energiezentren bekannt und auch diese Kundalini-Energie. Oder im Christentum, da gibt es eine ganz bestimmte, konkrete Analogie zwischen dem Heiligen Geist und Kundalini-Energie. Das, was wir durch die Kundalini erfahren, diese kühle Brise über dem Scheitel, das ist genau das, was auch hier dargestellt ist. Pause. Okay, und dann geht es im Wesentlichen darum, einen Zustand zu erreichen, in dem wir die Musik auch voll genießen können. Und dieser Zustand ist mentale Stille im Kopf, das heißt ein Zustand, wo der Kopf frei wird und wir aufhören zu denken, beziehungsweise die Gedanken zumindest weniger werden. Und in diesem Zustand können wir die Musik auch maximal und voll genießen. Und das ist Yoga. Yoga ist definiert als freiwillige Vermeidung dieser mentalen Aktivität. Das heißt ein Zustand, wo der Kopf frei wird. Und diesen Zustand können wir erreichen, indem die Kundalini hier durchgeht und beim dritten Auge hier die Gedanken so beiseite drängt. Und das ist etwas, was ich jetzt gern mit euch ausprobieren möchte, auch diese Erweckung der Kundalini und diese Erfahrung der Selbstverwirklichung und Erfahrung dieses gedankenfreien Bewusstseins. Und dafür möchte ich jetzt euch ersuchen, eine angenehme Haltung einzunehmen und die Hand hier, die linke Hand auf die Beine legen
und die rechte Hand hier auf das Herz auflegen. Das ist der Sitz unseres Energiezentrums, des Herzenergiezentrums, und hier ist der Sitz des Selbst. Wir können jetzt Fragen stellen, beziehungsweise Behauptungen an unsere Kundalini richten, indem wir sagen: Mutter Kundalini, ich bin das Selbst. Das ist eine ganz wichtige Behauptung. Wir können jetzt auch die Augen schließen, legen die Hand auf die Mitte des Brustkorbes und sprechen diese Behauptung aus. Mutter Kundalini, ich bin das Selbst. Ich bin nicht diese Gedanken und ich bin nicht diese Emotionen, sondern ich bin der reine Spirit oder ich bin das reine Selbst. Anschließend nehmen wir dann die rechte Hand und legen sie zwischen Schulter- und Halsansatz. If you like, you can also participate in this session. It's a session to awaken the Kundalini energy. And here we can say, Mother Kundalini, I am not guilty at all. Mutter Kundalini, ich bin überhaupt nicht schuldig. Oder Mutter Kundalini, ich bin frei von Schuld. Wir sind Menschen, haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und werden auch in Zukunft Fehler begehen. Wir haben auch ein Recht darauf, aus Fehlern zu lernen, aber wir sind nicht schuldig. Das ist ganz wichtig. Weil Schuldgefühle würden nur hier dieses Energiezentrum im Hals blockieren. Anschließend nehmen wir dann die rechte Hand und legen sie auf die Stirn. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir anderen Menschen vergeben, allen Menschen. Hier beim Halschakra war es wichtig, dass wir uns selber vergeben und uns nicht schuldig fühlen. Und hier ist es wichtig, dass wir anderen vergeben. We can say, Mother Kundalini, I forgive. I forgive everyone. Mutter Kundalini, ich vergebe allen Menschen. Wenn wir das nicht tun, dann liefern wir uns anderen Menschen aus. Und wir blockieren auch dieses dritte Auge, dieses Agya Chakra in der Stirn. Dann legen wir die rechte Hand auf den Hinterkopf und neigen den Kopf etwas nach hinten. Und hier bitten wir das Göttliche jetzt um Vergebung. Sagen wir Mutter Kundalini oder sagen wir Göttliches, wenn ich einen Fehler begangen habe oder mehrere Fehler, dann bitte vergib mir diese. Und in dem Moment, wo wir von ganzem Herzen darum bitten, dann wird uns auch vergeben. Das Göttliche ist nämlich der Ozean der Vergebung. Here we should request the divine to forgive us. And in the same moment when we request for it, it is already forgiven, because the divine is the ocean of forgiveness. And finally, we stretch our hand like this and put it to the Brahmarandra. Jetzt strecken wir unsere rechte Hand so durch und legen sie auf die Fontanelle auf. Und hier bitten wir jetzt die Kundalini. Mutter Kundalini,
Oder Srimataji, Mutter Kundalini, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung. Sagen wir diese Bitte 7 Mal und lassen die Kopfhaut im Uhrzeigersinn kreisen. Now let us request for self-realization, and we can say, Mother Kundalini, please give me my self-realization. We can say this 7 times, and we can also rotate our scalp 7 times. Wir können den Kopf ein bisschen nach vorne neigen und jetzt in voller Bescheidenheit, aber voller Erwartung darum bitten, dass die Kundalini uns zur Selbstverwirklichung führt. Mutter Kundalini, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung. Und dann lösen wir die Hand ganz langsam vom Scheitel, so circa 10 cm über dem Kopf, und fühlen jetzt, ob wir den Energiestrom der Kundalini spüren können. Now we can feel with our hand if we can experience now this energy of Kundalini, which should be a cool breeze, can be also a warm experience, but it is possible to feel the Kundalini in our system above the head. Ten centimeters above our head. And it can be a cool breeze or it can be a warm sensation. Das kann jetzt eine kühle Empfindung sein, kann aber auch sein, dass es warm wird oder sogar heiß wird, und die Wärme bringt zum Ausdruck, dass doch die eine oder andere Blockade im Energiesystem vorhanden ist, und es wäre sehr gut, wenn man regelmäßig diese Meditation praktizieren würde. Dann kann man nämlich über die mentale Stille diese Kundalini mehr und mehr aktivieren und diese inneren Blockaden auch nach und nach lösen und dieses gedankenfreie Bewusstsein in sich etablieren. Ja, I hope you have felt it. Also ich hoffe, dass alle zumindest ein bisschen was gespürt haben. Wenn nicht, dann ist auch nicht tragisch. Dann wäre es vielleicht gut, wenn man mal in ein Meditationszentrum kommt und tiefer geht in seine Meditation. Okay, this is the best status in which we can fully appreciate also the classical, Indian classical music, because it's beyond thinking, yes, and if we stop thinking about music, it's absolutely touching our spirit, because the spirit has nothing to do with mental activities, you know. And in this status we can fully appreciate music, especially Indian classical music. We can feel the joy which is coming. I would not say emotions. It's not an emotional music. It is deeper than emotion. There might be absolutely. Emotion, but through emotion you go deeper. Absolutely. Into a state where all thoughts are suspended. Yes. And we enter another world, the world of the spirit. Yes, correct. There are different stages. Emotion is one stage. Joy is another stage. But it's definitely a deeper stage. This spiritual stage where we can feel our spirit. By the way, different people respond. You can see some people clap,
Some people say, oh, it's wonderful. Some people just sit still. Yeah, That is the deepest realization. it's a different way how to enjoy this music. Yeah. But to feel the spirit is nothing very complicated. It's actually a status in which we can feel the pure joy and love from inside. This is the nature of the spirit. But most of the time, our worldly thoughts prevent us. Yes. Music is one of Yes. the things, meditation is one of those Correct, things. yeah. We suspend our Yes. worldly thoughts, then we enter Correct, that yeah. world. That's why we want to encourage all people who come to your concert tomorrow to go into this mental silence, or let's say thoughtless awareness, to fully enjoy the music. Yeah? And this can be achieved by meditation. And the other way around, with the music we can go deeper in meditation, and I'm also sure that if the audience is in meditation, you also can enjoy more the concert and playing this music. The Yeah? appreciation is deeper and the vibrations work Yeah. both ways. Okay. The meditative mood of the audience inspire us, and our Yes. mood of the music inspire the audience into meditation. Mm. So it's a giving and taking for both sides. That's why I think it's a very good combination. It's a very good fusion of this meditation and Indian classical music. Okay, so hopefully, also hoffentlich fühlen sich jetzt viele Zuseher und Zuhörer angesprochen und lassen sich das Konzert und diese noch einmal die Anleitung zur Meditation dann nicht entgehen. Morgen in München. Und Englisch auch, weil Fatma, Türkei, Saja Yoga, die gucken auch. Ja, na, jetzt sieht man es nicht mehr. Aber das ist wird hier auch in Jeet TV live übertragen, dieses Konzert. Und beginnt um 19:30 Uhr und findet, wie gesagt, im Sahaja Yoga Zentrum in München statt. Und das ist in der Nähe vom Gasteig, Rosenheimer Berg. Und Eintritt gibt es keinen fixen. Wir bitten um einen Beitrag, um einen Unkostenbeitrag, jeder nach seinem Ermessen. Es gibt dann auch CDs von beiden Künstlern zu erwerben, morgen beim Konzert. Und damit ihr ein bisschen eine Einstimmung bekommt, haben beide ja ihre Instrumente mitgenommen und werden jetzt noch ein paar Töne spielen, beziehungsweise vielleicht ein paar Minuten kurz eine Live-Vorführung machen mit indischer klassischer Musik, mit Sitar und Tabla. And if you're ready, I would like to request you to give some minutes of your music. Yeah, I would consider it something like a foretaste of what's to come tomorrow. Yes, And correct. as you said, I'm very happy that tomorrow would be a very special venue, and we look forward to that. And also for those of you, of the listeners who for some reason cannot come, parts of the music would be telecast on Jeet TV. Yes, not the whole. exactly. So, Yeah. so if you want to enjoy the whole, Yeah. you have to come to the meditation center. Yes. Okay. Okay, so Okay. we just Would you like to sit down Yes. in the music in corner? that corner, Yes. our instruments are ready, so we Yes. just have to walk Okay. across and You need a break, trinken some.